Hallo, mein Name ist Matthias Gerke, ich bin Landschaftsarchitekt und Vorstand der Dataflow AG in Göttingen. Wir sind seit über 45 Jahren am Markt und haben uns spezialisiert auf das Baunebengewerbe, den Gartenlandschaftsbau, den Erd- und Tiefbau und die Landschaftsarchitektur. Dort bieten wir Lösungen an, um den kompletten Planungs- und Büroalltag zu digitalisieren. Ein ganz neues Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, ist der Measure Now Rover Stab. Ein Aufmaßstab, mit dem draußen mit GPS-Technologie Baustellen aufgenommen werden und abgesteckt werden kann. Die Einsatzbereiche sind dort der Gartenlandschaftsbau, die Landschaftsarchitektur und der Erd- und Tiefbau. Das hilft den Anwendern enorm, um wirklich schnell die exakten Maße und die genauen Positionen vor Ort zu bekommen. Ganz neu ist unsere Data Flow Measure App, eine Technologie, die wir dort verwenden mit einem CAD-Kern der Firma Drebert. Hallo, mein Name ist Götz Thomas. Ich bin schon lange bei Datafloor und seit 8 Jahren im Produktmanagement tätig. Was für Software entwickeln wir bei Datafloor? Wir haben einerseits unser größtes Standbein, das ist unsere Business-Software. Von der Kalkulation über die Abrechnung bis hin zum Projektmanagement. Dazu haben wir unser zweites Standbein, unsere CAD-BIM-Software. Von der Planung mit dem Bestandsaufmaß über die Arbeitsvorbereitung, die Ausführungsplanung bis hin zur Abrechnung haben wir da alles in einer Software vereint. Dazu kommt ein digitales Geländemodell. Ich denke, das wichtigste Pfund, das wir bei Datafloor haben, ist das Zusammenspiel von der Business-Software mit der CAD-Software. Das heißt, da wo andere Softwarehäuser sich Krücken bauen, haben wir alles aus einem Haus. Unser Measure Now. Erst mit Fremdsoftware und seit Anfang diesen Jahres mit unserer eigenen Software haben wir da ein schönes Stück Komplettsystem Vermessung für den Kunden erschaffen. Warum eigene Software? Einerseits, wir sind ein Softwarehaus, da liegt es sehr nahe, dass wir die Software auch selber programmieren. Andererseits kamen immer mehr Kunden, Kundinnen auf uns zu und haben gesagt, hey, wir bräuchten in der Software noch das. Und ich glaube, das beschreibt Datafloor ganz gut, dass wir dem Kunden zuhören und dass wir die Software mit dem Kunden weiterentwickeln. Und so kam es zu dieser Measure-App, die, denke ich, einfach zu bedienen ist, umfassend ist und hochpräzise Messungen auslöst. Die Einsatzbereiche natürlich im Aufmaß, die Absteckung ist der Measure Now wichtig, seien es Punkte, seien es Flächen, sei es aber auch die Absteckung von ganzen Schnurgerüsten und ganz wichtig für die Dokumentation. Das heißt, wir können unsere Objekte, die wir draußen aufnehmen, können wir mit Attributen, mit Parametern, die das Objekt betreffen, füttern und machen so mehr oder weniger aus Zeichenobjekten intelligente Objekte und haben so immer eine genaue Dokumentation des Bauprojektes. Was war uns wichtig bei der Auswahl eines Entwicklungspartners? Wir haben einen OEM-Cut-Kernel gesucht, um eine Plattform mit eigener Marke, mit eigenem Branding zu entwickeln und auch eigene Funktionalitäten leicht einbinden zu können. Und die OEM-Anwendung sollte mobil und über Touchpads an Messstäben nutzbar sein. Mit der Ares Cut Engine als Kern bietet uns Gribert eine modulare, eine moderne Plattform, die sich individuell anpassen lässt. Für uns ein gutes Ökosystem, in dem wir uns bewegen können. Und wir haben halt mit Gribert einen Partner gefunden mit jahrzehntelanger Erfahrung. Was aber dann trotzdem stimmen muss, ist die Chemie. Das muss letztendlich passen. Und da sind wir froh, dass uns der erste Eindruck nicht betrogen hat. Wir haben mit Grebert einen Partner gefunden, der zuverlässig ist und einen Partner mit kurzen Wegen und Ansprechpartner, die gemeinsam nach schnellen Lösungen suchen. Der erste positive Eindruck, der hat sich bestärkt und ist nach wie vor vorhanden. Es macht Spaß, mit den Greberts zusammenzuarbeiten. Hallo, mein Name ist Christian Hasfeld.
Ich bin Softwareentwickler bei Datafloor und hier an diesem Arbeitsplatz entsteht die Measure App. Zusammen mit einem Kollegen entwickeln wir hier mit den neuesten Entwicklungsumgebungen die Software. Zuerst erfolgt eine Aufstellung möglicher Anbieter und Implementierungspartner. Der erste Kontakt erfolgte über eine Anfrage via E-Mail. Danach gab es ein erstes Kennenlernen im Rahmen eines Online-Meetings, bei dem wir unsere Anforderungen geschildert haben. Nachdem klar war, dass diese Anforderungen durch die Firma Rebert erfüllt werden konnten, wurde uns ein SDK sowie ein dedizierter Ansprechpartner aus der Entwicklung und dem Support zur Verfügung gestellt, die uns bei ersten Tests und Implementierungen helfen konnten. 2 Monate später gab es ein persönliches Treffen im Berliner Büro der Firma Rebert, um dort über weitere Details der technischen Umsetzung im Rahmen eines Workshops zu sprechen. Nach Fertigstellung der Entwicklung eines ersten Prototyps gab es einen Besuch von Robert Rebert in unserem Göttinger Büro zur Abklärung letzter vertraglicher und kaufmännischer Details. In allen Phasen der Geschäftsbeziehung, von der ersten Anfrage über die Realisierung der Entwicklung bis zum Rollout der Software, fühlen wir uns seitens der Firma Rebert kompetent und partnerschaftlich beraten und betreut. Mein Name ist Mirja Krüger. Ich arbeite bei der Firma Datafloor als Produktmanagerin. Meine Aufgaben sind unter anderem die Konzeption der Measure App. Das mache ich in Zusammenarbeit natürlich mit unseren Entwicklern, aber auch mit unseren Kunden. Wir haben zahlreiche Funktionen aus dem Ares Touch Kern bei uns in der Measure App integriert. Das fängt an bei den 2D, 3D Polylinien, Kreise und Bögen, aber auch die Textfunktion, die Textkommentarfunktion, die ist ein wichtiger Bestandteil in unserer App. Damit man vor Ort auf der Baustelle schnell Dinge ändern oder auch anpassen kann, sind auch die Ändern-Werkzeuge Bestandteil unserer App. So kann man schnell Dinge verschieben oder kopieren, auch skalieren ist möglich. Darüber hinaus ist natürlich, wenn man mit CAD arbeitet, eine Layerverwaltung unerlässlich. Diese haben wir auch implementiert. Bei uns beschränkt es sich auf gefroren und sichtbar, was für unsere Zwecke vollkommen ausreichend ist. Der Import von Zeichnungsdateien im DXF oder DWG-Format ist ebenfalls sehr wichtig für unsere Kunden. Die Absteckung erfolgt immer auf Grundlage einer CAD-Planung. Die Cloud. Dataflow ist mittendrin in der Entwicklung von cloudbasierten Anwendungen. Wir werden kurz bis mittelfristig all unsere Produkte und unsere Projekte in der Cloud abbildbar machen. Für den CAD-Bereich werden wir ein cloud-basiertes CAD entwickeln, welches uns Planungsaufgaben abnehmen kann, welches uns die Abrechnung in der Cloud ermöglicht. Und mit Ares Kudo haben wir einen Online-CAD-Kern, der sehr stabil läuft, viele Features mitbringt und uns halt ganz viel Flexibilität lässt, um unsere Wünsche in den Kern zu implementieren. Und mit Ares TouchCAD und der Zusammenarbeit mit Grebert in dem Tablet-Bereich haben wir einfach unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Deswegen never change a running system.